hereinspaziert, bestaunt eines der unfassbaren Mysterien des Universums. Ist er Mensch oder Biest? Sie haben Glück, denn heute Abend füttern wir ihn ein letztes Mal. Nightmare Alley is a look at a very specific strata of the underbelly of America. It is the flip side of the American dream. It's a nightmare. Guillermo's films always have an otherworldly quality that it will allow people also to be told a wonderful story about themselves and the world in which they live. Guillermo's ability to mix genres and still have it rooted in a reality, that's what I like about his work. Stehen Sie in Kontakt mit dem Jenseits? Wir hatten auch einige Hochstapler in der Vergangenheit. Werden ausgesiebt. This movie is a testament to Guillermo's creativity, how his mind is constantly embroidering moments and building on what he sees. Mr. Carlyle. I love noir as a mood, as an emotion, as a sentiment. I tried to study the language of the period. And action! I want to shoot Bradley Cooper as Stan and design everything around him as you would with a movie star in the 1930s. Everything will be carefully presented to make him look as powerful as a presence would in classic cinema. Der Elektra-Komplex, richtig? Damit kenne ich mich nicht aus, aber Sie sind leichter zu durchschauen, als Sie denken, Lady. Cate Blanchett. We are going to present her as one of the grand dames of that period of cinema. Ich gebe Ihnen ein wenig Information und Sie sagen mir die Wahrheit. There's something about Guillermo's ability to visually unearth monstrosities that make this an amazing addition to his body of work. I want this to be the modern equivalent of the movies that people complain they don't do anymore. It's a movie that celebrates cinematic style, and we wanted it to feel real. It was a monumental endeavor. Nicht du täuschst die Menschen. Sie täuscht sich selbst. Ich stelle Ihnen einfache Fragen. Sie antworten in kurzen Sätzen, aber nur mit dem, was Sie für die absolute Wahrheit halten. Absolute Wahrheit. Das kriege ich hin. Schön. So kurz es geht. Wie heißen Sie? Stanton Carlyle. Nightmare Alley is a tale about destiny, about a character that could change his life, and yet his own hubris is so strong that it becomes destiny. It's about a man who is finding himself through the world of a traveling carnival and all the people that come with it. Den Leuten hier ist völlig egal, wer du bist oder was du getan hast. My character takes him in even though he recognizes there's something not right about this guy. This guy's a little off. Everybody comes to this thing with a different kind of life that they either are running away from or had enough of. The problem with Stanton Carlyle is that he's not meant to fit in. The carnival world is a magnet for that type of person who doesn't feel that they really belong anywhere else. Kein Mensch kann Gott entrinnen, Stan. They're vulnerable people, but just some very human relationships that are explored in this world. Molly, du hast Besseres verdient. Wenn du mich lässt, schenke ich dir die Welt und alles darin. The film exists in two quite distinct worlds, the world of a carnival and then a polite society. The darkness that exists in that real world is actually far more threatening and terrifying. Sie ziehen's geschmeidiger durch, aber es ist nur Schwindel, genau wie bei mir. The city is a ruthless place. People that are cracked inside and are incapable of seeing the good in themselves and others. Ich habe Ihnen ein Vermögen gezahlt. People use people. People destroy people.
people with faults. That's what we are. We're not perfect. And Guillermo's not afraid to create pain and flaws. It's what makes it interesting. Wenn Sie mir helfen, können wir in dieser Stadt ziemlich was reißen. Nightmare Alley is a dark night of the soul, and it's driven at its center by Stan's unrelenting desire to get to the top at whatever cost. Ich weiß, Sie sind nicht gut. Und ich weiß das, denn ich bin's auch nicht. Kommen Sie rein! Bestaunt eines der Mysterien des Universums. Nicht du bist der die Menschen täuscht. Sie täuschen sich selbst. The casting in Nightmare Alley was really a beautiful blessing. We have one of the greatest casts ever assembled. All my heroes are in this movie. Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, David Strathairn, Richard Jenkins, and Cate Blanchett. It's like the 27 Yankees, man. It's Murderer's Row. The thing that primarily caught my interest was working with Guillermo. I'm such a huge admirer of his cinematic oeuvre and how unique it is. He's a true auteur, an absolute artist, and he just listens to his gut, and I love that. All right, let's shoot it. Films are a symphony, and each actor is a precise instrument. Each of them brought a dynamic, so it was really quite a banquet of different techniques, realities, and chemistries. Die Menschen lechzen danach, dir zu sagen, wer sie sind. This is a group of actors who are expert in what they do. He's put together a group of people who can express the eccentricities of this world. Gezeugt von derselben Lust und Gier, die uns alle wandeln lässt auf dieser Erde, aber die Gestalt schon missgebildet in der Mutterleib, nicht fähig zu leben. Guillermo's fluid, he rolls with the punches. Got it. I really admire it when a director, rather than fussing and trying to bend it to make it fit their idea, they see what the world is saying to them and they make adjustments. Ich glaube, Sie wissen, zu wem ich jetzt spreche, nicht wahr? Das ist wieder richtig. Guillermo had a clear shape for the way he wanted the scenes to play out. But the wonderful thing about working with him is he says, I like being right, but I love being wrong. So that he's really alive to suggestions that actors make. Was will ich denn? Sie wollen durchschaut werden, wie alle anderen auch. It felt quite theatrical. It didn't feel about getting it right. It just felt like an investigation. And so it was really quite an exciting way to work. Manchmal haben Sie dunkle Gedanken in Bezug auf sich selbst, oder? Ist es nicht so? Welches Jahr haben wir? 1941. Und welcher Tag ist heute? Mittwoch, denke ich. Wunderbar. So knapp wie Sie können. Können Sie Gedanken lesen? Hereinspaziert, bestaunt die Mysterien des Universums. Ich schenke dir die Welt und alles darin. Was redest du da für ein Zeug? Wir lesen Gedanken in unserer Show. Ich sehe eine Frau. Abigail? Oh Gott. Zeig's mir. Dir zeigen? Jeder hat einen Schatten aus der Vergangenheit. Sie sind ein ganz schlimmer, oder? Willst du groß rauskommen in einer Zwei-Personen-Show mit mir? Was für einen Gegenstand hält die Dame in ihren Händen? Eine Taschenuhr. Richtig? Master Stanton, könnten Sie sie uns nennen? Was befindet sich in der Tasche? Eine Damenpistole. Sie sind leichter zu durchschauen, als Sie denken. Das ist nur Schwindel. Genau wie bei mir. Wenn Sie mir helfen, können wir in dieser Stadt ziemlich was reißen. Sie kennen mich kaum. Ich weiß. Sie sind nicht gut. Und ich weiß das, denn ich bin's auch nicht. Das ist kein Jahrmarktstrick. Machen Sie einen Fehler, fallen wir beide.
Wir hatten einige Hochstapler in der Vergangenheit. Werden ausgesiebt. Was hast du getan, Stan? Warum hast du das gemacht? Manchmal sieht man Grenzen erst, wenn man sie überschritten hat. Sie täuschen nicht die Menschen. Sie täuschen sich selbst.